Also ich habe ja mit dir im Vorfeld nochmal diese Werteskala, die regelmäßig abgefragt wird, besprochen, ich kenne das Ergebnis schon, aber ich glaube, dass es super, super wichtig ist, dass wir das nochmal den Zuhörerinnen und Zuhörern mal mitgeben, was hier auch über Jahre gemessen wird. Das Thema Gallup haben wir schon gesagt, da kommen wir Das ist gleich in der vielleicht noch nächsten ganz schnell drauf. Folie. Ja. Können wir gleich auch noch mal gucken. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz zu dieser Werteentwicklung mal zwei, drei Sätze sagen, bitte. Ja, ich finde das tatsächlich ganz spannend. Das ist ja die Wertekommission macht jedes Jahr eine Führungskräftebefragung und die ist schon seit über 10 Jahren, machen die das. Und das Spannende ist, wenn man sich das jetzt mal anguckt, da werden natürlich die Werte der Wertekommission abgefragt und der Wert Mut verteidigt da sehr, sehr tapfer seinen letzten Platz Ja. und ist sogar Und, noch mal gesunken von ja. 224 zu 225. Und das finde ich so extrem spannend. Scheint bei den Führungskräften der Wert Mut im Verhältnis jetzt zu den Klassikern Vertrauen, Verantwortung, Integrität oder Respekt keine große Bedeutung zu haben. Wenn man sich manchmal die deutsche Wirtschaft anguckt, dann versteht man auch warum. Übrigens ganz spannend, auch Nachhaltigkeit verteidigt auch ganz tapfer seinen vorletzten Platz. Also auch Mhm. Nachhaltigkeit ist kein Wert, der in deutschen Unternehmen anscheinend besonders bevorzugt ist. Er ist jetzt ein bisschen gestiegen im letzten Jahr bei der aktuellen Befragung. Äh, aber das ist auch, glaube ich, dem geschuldet, dass mittlerweile immer mehr Unternehmen erkennen, dass wir ja ohne eine intakten Umwelt auch nicht weiterkommen. Und hier kann ich vielleicht ein Ja. kleines Beispiel wirklich aus der Praxis erzählen. Wir haben einen Kunden im B2B-Bereich, Maschinenbau, Hydraulik, und die haben bestimmte Werkzeugmaschinen, die für die Umformung der Rohre benötigen. Und die haben exakt einen Zulieferer gehabt, der ein spezielles Werkzeug, was dringend dafür gebraucht wird, hergestellt wird, der das totale Know-how hat, ein absoluter Spezialist. Und der ist 2021 bei der A-Flut abgesoffen. Mhm. Und er ist nicht nur abgesoffen, der ist so abgesoffen, dass er nicht mehr aufgemacht hat. Und plötzlich hatte unser Kunde ein Riesenproblem, Ja. weil ihm dieses Know-how, dieses Teil erstmal fehlte und das wieder neu aufgebaut werden musste woanders. Das heißt, hier war ganz klar, die Umweltkatastrophe, ne, bedingt durch den Klimawandel, führt plötzlich auch über Umwegen zu Problemen bei Unternehmen, die erstmal gar nicht selber von dieser Katastrophe betroffen waren. Und das ist, glaube ich, etwas, was so nach und nach bei vielen in den Köpfen ankommt, dass es da jetzt auf Dauer schon einige Probleme geben wird, die zu einer großen Unsicherheit führen. Aber nichtsdestotrotz sinkt dafür dann der Wert Mut. Wir wollen ja bloß nichts ändern. Und vielleicht kannst du nochmal, wir haben gerade geswitcht, kannst du nochmal die Ja. nächste Folie jetzt machen. Das ist nämlich die aktuelle Gallup-Station. Da haben wir ja gerade drüber geredet. Ne? Es Ja. sieht ganz schlecht aus, aber es gibt ja da etwas anderes, was auffällt und wo ich immer gerne sage, aha, der Mut fehlt auch schon seit über 10 Jahren in den Unternehmen. Aber wenn man sich mal diesen Gallup Engagement Index anguckt, dann stellt man ja plötzlich fest, da ändert sich eigentlich nichts. Genau. Ja. Wenn man das Also, anguckt, was bei 2001 war, dann ist sogar das Engagement der Top-Leute gesunken. Aber im Großen und Ganzen gab es da mal so in den Krisenjahren kleine Ausschläge nach hier und nach da. Aber unterm Strich hat sich nichts geändert. Und ich finde das faszinierend. Wer von den Unternehmensführungen, Geschäftsführungen, von den Führungskräften liest eigentlich diesen Index? Wer guckt sich das eigentlich an und sagt, oh Scheiße, da sollten wir aber vielleicht wirklich mal was dran machen? also meine Kunden müssen es aushalten. Zumindest mal aushalten, dass sie sehen. Wir diskutieren auch fleißig natürlich über die Auswirkungen, aber deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir es einem größeren Publikum nochmal Ja, mitgeben. Auch vor allem in dieser Kombination. Das war also auch, seit ich dich kenne, habe ich gedacht, das ist ein Thema, wo ich gerne mehr Öffentlichkeit geben möchte, weil es einfach unglaublich wichtig ist und auch, sagen wir, wenn die oder der eine oder andere Geschäftsführer heute zuhört oder zuschaut, dass der auch sagt, Scheiße,
was schließe ich jetzt daraus? Weil das ist ja am Ende die Selbstreflexion, so nach dem Motto, was stoßen wir, sprich du Jürgen und ich jetzt mit dieser Diskussion an?